Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 3. April 2025. Siemens kauft US-Softwarefirma für 5,1 Milliarden Dollar. Der deutsche Technologiekonzern Siemens hat in den USA eine neue Firma gekauft. Für 5,1 Milliarden Dollar übernimmt Siemens das Softwareunternehmen Dotmatics aus Boston. Die Firma stellt Programme für die Forschung in der Pharmaindustrie her. Mit dem Kauf will Siemens sein Softwaregeschäft weiter stärken. Der Deal ist Teil eines größeren Wachstumsplans. Bereits vor kurzem hatte Siemens eine andere US-Firma übernommen, für rund 10 Milliarden Dollar. Neuer Trend bei E-Autos. 1500 Kilometer Reichweite. In China boomt eine neue E-Auto-Technologie. EREVs. Das hat einen kleinen Benzinmotor, der Strom erzeugt. Damit können Sie weiterfahren, wenn die Batterie leer ist. So können Sie bis zu 1500 Kilometer fahren, ohne die Batterie aufladen zu müssen. Während chinesische Hersteller mit dieser Technik erfolgreich sind, bauen deutsche Autobauer weiter Autos mit Benzin, Diesel und Elektromotoren. Inzwischen verlieren sie Marktanteile, vor allem bei Premium-SUVs. Internationaler Haftbefehl gegen Netanjahu, was er bedeutet. Der Internationale Strafgerichtshof wirft Israels Regierungschef Netanjahu mögliche Kriegsverbrechen in Gaza vor. Deshalb gibt es einen Haftbefehl. Viele Länder erkennen das Gericht an, darunter auch Deutschland. Sie müssten Netanjahu festnehmen, wenn er ihr Land besucht. Frankreich, Italien und Polen haben jedoch bereits angekündigt, dass sie den Haftbefehl nicht umsetzen werden. Trotz des Haftbefehls ist Netanjahu nach Ungarn gereist. Die Regierung dort will ihn nicht festnehmen. Das schwächt die Autorität des Gerichts. Vermisste Tanja. Spürhunde schlagen an Ostsee-Steilküste an. Bei der Suche nach der vermissten Tanja K. gibt es nun eine mögliche Spur. Spürhunde haben in einem Sumpfgebiet angeschlagen. Die Ermittler konzentrieren sich jetzt auf den Ehemann der Frau. Er steht unter Verdacht, seine Frau getötet und die Leiche in einem schwer zugänglichen Gebiet versteckt zu haben. Die Polizei hat mit Spürhunden auch erneut das Wohnumfeld des Paares abgesucht. Bisher ohne Erfolg. Hamas lehnt Israels Vorschlag ab. Die Hamas hat einen israelischen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen abgelehnt. Sie will nur einen Plan akzeptieren, den Ägypten und Katar vorher vorgeschlagen haben. Dieser Plan wurde bereits vergangene Woche präsentiert. Er enthält eine 50-tägige Feuerpause, die Freilassung von 5 Geiseln und im Gegenzug die Freilassung von Hunderten palästinensischen Häftlingen. Auch Hilfslieferungen und ein Rückzug der israelischen Armee aus bestimmten Gebieten sind Teil des Plans. Das war's für heute mit den Nachrichten. Danke fürs Zuhören und bis morgen.